Ich bin vor Jahren von Münster nach Frankfurt gezogen und wenn man da als Fahrradfahrer fährt, hat man eigentlich die Vorfahrt eingebaut. Hier in Frankfurt ist es doch ein anderer Schnack. Allein in den vergangenen 3 Jahren sind hier 12 Radfahrer ums Leben gekommen. Aber die Stadt will was tun für uns Radfahrer. 10 Polizisten sollen täglich Radwege frei halten. Ich darf heute mit 3 von ihnen auf Streife. Jetzt ist man ja nicht immer auf dem Fahrrad nur unterwegs, sondern auch mal mit dem Auto in der Stadt hier in Frankfurt. Wie ist denn dann der Perspektivwechsel? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, seit ich bei der Verkehrspolizei bin, achte ich sehr an die Straßenverkehrsordnung. Ich halte mich an Geschwindigkeiten, was ich vielleicht vorher nicht so gemacht habe, weil ich ja aus dem Alltag heraus genau sehe, wie schnell was passieren kann. So, dann mal los. 8 Uhr, Schichtbeginn. Wir müssen gar nicht weit fahren, bis wir den ersten Radwegblockierer gefunden haben. Das Falschparken kostet 35 €. Das ist wieder so eine typische Situation. Gehen wir erstmal runter vom Radweg. Der Verkehrsteilnehmer steht jetzt mit dem Auto teilweise auf dem Radweg und blockiert fast den kompletten Gehweg. Ja? Er hat hier die Möglichkeit, hier reinzufahren. Und dann kann er da mal kurz sein Paket ausladen. Ne? Dafür habe ich echt absolut kein Verständnis. Da stellen Sie sich auf dem Radweg hin oder auf dem Gehweg, nur weil es bequem ist, weil Sie direkt an der Haustür stehen, können Ihr Paket loswerden. Wir fahren weiter. Und nur wenige 100 Meter entfernt steht der Lieferwagen von eben schon wieder auf dem Radweg. Der hat es jetzt mehrfach versucht. Ne? Gibt es öfter solche Fälle? Ja, so Fälle hat man öfters, dass man die Leute belehrt und dann fahren die 500 Meter weiter und machen direkt denselben Fehler. Ne? Sie sehen ja jetzt, da vorne haben wir vom Radweg runter, jetzt hat er hier teilweise auf dem Radweg einen kompletten Gehweg zugeparkt und jetzt steht er da vorne schon wieder im absoluten Haltverbot. Also da fällt mir nichts mehr ein. 3 Kilometer weiter. 128 Zentimeter. Definitiv viel zu wenig. Der nächste Fall für die Fahrradstreife. Ein Pkw hat viel zu nah am Zebrastreifen geparkt und sofort wird der Abschleppwagen bestellt. Aber für mich als Fahrradfahrer, der hier unterwegs ist auf dem rot markierten Streifen, ist das ja kein Hindernis. Ja, die Kinder, die hier rüberfahren, schon, klar, logisch, dann auch für die Radfahrer. Aber ist ja für jeden eine Gefahr, deswegen kommt das Auto weg. Und das wird richtig teuer. Zu den 35 € fürs Falschparken kommen noch die Abschleppkosten und das kann über 200 € kosten. 5 Minuten später die alte Brücke, hier kracht's gerne. Den Autofahrern wird gerade eine Fahrspur weggenommen. Später wird sich dieses Band in Signalfarbe quer durch die Stadt ziehen. Vorher waren das ja hier 3 oder 4 Spuren, ich weiß nicht genau, aber jetzt wird es eben enger für die Autofahrer. Tun Ihnen die nicht leid? Nee, weil die Autofahrer sehr wenig Acht auf die Radfahrer geben. Ich habe das schon öfters mitbekommen, dass sie dann anfangen zu hupen und so weiter. Ich finde, Radfahrer haben auch ein Recht im Straßenverkehr. Weiter geht's. So, hier hört der Fahrradweg jetzt auf. Und ich muss natürlich gucken, dass ich hier nicht in den Verkehr reinkomme. Da vorne parkt einer. Hier ist der Fahrradweg zwar auch eindeutig markiert, aber ohne rote Farbe. Ich als Radfahrer hätte jetzt ein Problem. Ne? Wir sind mit dem Fahrrad den ganzen Tag unterwegs. Ich hätte ja jetzt hier ein Problem, wenn Sie direkt vor mir auf dem Radweg stehen. Problem? Ja gut, okay, ich meine, die Straße ist breit genug, aber Sie haben recht. Ich meine, ich muss auch Kleingeld, ich bin selbstständig, zur Bank bringen. Es gibt nirgendwo Parkmöglichkeiten und das ist halt eben auch für uns ein bisschen dumm. Ne? Kostet trotzdem 35 €. Direkt dahinter wieder ein Transporter auf demselben Radweg, von Einsicht keine Spur. Haben Sie gesehen, dass Sie auf dem Fahrradstreifen stehen? Ich glaube, dieser Fahrer will es einfach nicht kapieren. Aber nicht auf dem Streifen. Nein, Okay. Ich habe ja hier gar nichts. wieso das für mich? Ganz ruhig bleiben. Wir wollen nicht aggressiv sein. Nicht zu Ihnen, ja? Nicht aggressiv, ganz ruhig bleiben. Ne? Keine Aktion. Ganz schön harter Job, bei so etwas die Ruhe zu bewahren, finde ich. Wie häufig erleben Sie sowas, dass Menschen kein Verständnis haben und dann noch wütend und aggressiv werden? Sehr oft, aber ich sag mal, er weiß es, da muss er eben auch mit den Konsequenzen rechnen. Die Schicht von Rainer Deckert und Michael Pleyer endet jetzt. Für mich ein beeindruckender Tag. Die beiden greifen echt durch und vielleicht geht's auch nur so.